Hey, frohes neues Jahr wünsche ich euch da draußen. Wir haben 2022, um genau zu sein, den 3.1. Und wisst ihr, was das bedeutet? Genau, Lego hat ein neues Modular in die Fächer ihres Stores geschoben und ich habe das letzte ergattert. Okay, bis der Mitarbeiter es wieder aufgefüllt hat, aber hey, das kennen wir ja. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ich dachte ganz kurz für 10 Sekunden, ich habe das letzte Modular ergattert. Die 10297, das Boutique Hotel 3066 Steinchen. Schaut es euch an. Es hat sowas von Jahrhundertwende, so Hotel Adlon, nur mit Palme, irgendwie mediterran. Es gefällt mir richtig cool. Ich war mal in Kroatien an der Adriaküste. Das war ja damals früher K&K-Monarchie und da standen auch solche Hotels rum. Gefällt mir richtig gut. Und vor allen Dingen auch, dass es nicht so ein typisches Eckgebäude ist, sondern so ein bisschen dreieckmäßig, also so Flat Iron, finde ich richtig Hammer. Gefällt mir. Und ganz ehrlich, ist es 18 plus, ist ein Modular, ein schwarzer Karton ist edel. Da kickt mich Lego immer so richtig und deswegen haben sie auch zu Recht wieder ihr Geld bekommen. Hoffe ich. Denn noch haben wir den Karton nicht aufgemacht. Kommt mit mir auf den Bautisch und dann schauen wir uns den Inhalt mal genau an. Ja, Freunde, da haben wir das Modular hier aus der Modular Building Collection, das Boutique Hotel auf dem Bautisch liegen. Und mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass wir hier oben alle Modulars der letzten Tage schön abgebildet haben. Wir haben hier die Corner Garage, wir haben das Diner, wir haben den Bookshop, wir haben die Polizeistation und jetzt hier das Hotel. Und was ich auch cool finde, ist, Lego hat das gleiche Problem wie ich mit meinen Thumbnails manchmal. Man kriegt gar nicht alles drauf, denn die Spitze vom Hotel ist hier noch auf der anderen Seite. Das zeige ich euch gleich. Ja, da haben wir dieses schöne Hotel, wie man es kennt, so Adlon im Mittelmeer, würde ich sagen. Wir haben 7 Minifiguren, auf die ich mich freue, einen kleinen Kaffeestand und die Palme und den Kubo Fine Art. Kubo passt ja ganz gut, hat ja auch irgendwas mit Vierecken zu tun, finde ich richtig nice. Ja, ab 18 die 10297, habe ich euch gesagt, 3066 Steinchen. Ich finde das Bild richtig toll, diese 18 Plus Kartons sind immer irgendwie wertig mit diesem schwarzen und dann doch das glänzende, das gefällt mir. Ja, schauen wir kurz von oben. Ich habe euch gesagt, 7 Minifiguren, da sehen wir sie. Und wir haben hier auch dann typisch wieder eine Minifigur in 1:1 abgebildet. Das gehört sich so, denn sonst wäre es ja kein Klemmbaustein-Karton. Ja, dann hier sehen wir auch nochmal die Seitenansicht so drüber gedruckt von dem Hotel. Das finde ich ganz, ganz niedlich. Und auf der anderen Seite, ja, das babylonische Sprachgewirr und wie das Set nochmal genau heißt, das kennen wir ja so. Lego druckt ja irgendwie gefühlt jegliche Sprache hier auf die Seite immer drauf. Das gleiche dann natürlich auch hier unten mit der traurigen Zwiebel und Captain Planet, also den grünen Punkt und auch nochmal viele verschiedene Sprachen. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich hier die Rückseite. Ich drehe sie um. Da sehen wir, dass wir quasi wieder ein schönes Modular haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Modular heißt halt natürlich auch hier 1, 2, 3, 4 kleine Einzelstockwerke, nenne ich sie mal, auch wenn es ja nicht wirklich Stockwerke sind. Ihr wisst, was ich meine. Auch ganz schön hier dieser Serviervorschlag mit der Police Station und den Bircher Bookshop. Das gefällt mir richtig gut. Ja, wir sehen natürlich hier 25 cm, ist klar, normale Baseplate, Breite und wir sehen auch hier, dass eine dabei ist. Mal gucken, welche Farbe. Wahrscheinlich tausche ich sie wieder gegen mein geliebtes Grün aus. Ja, hier sehen wir die Rezeption. Wahrscheinlich ist das hier auch der Warteraum. Hier auch eine schöne, ja nicht Dusche, eine Badewanne, finde ich richtig nice. Und hier sehen wir auch die El Kubo, habe ich doch richtig gesagt, genau, El Kubo, das kleine Atelier und die Palme. Oder ist es eine Bar? Man weiß es nicht genau. Und hier sehen wir, ne, Modular, wir können es wieder connecten. Das finde ich richtig cool. Wir können es sogar auseinandernehmen, wenn ich das jetzt richtig deute. Ach, Freunde, nicht spekulieren, einfach jetzt aufschneiden. Ich habe richtig Spaß. Dieses Gebäude schreit wirklich nach, Jörn, baust mich durch, geh nicht schlafen, bau es, bis ich fertig bin. Ja, ich mache es, ich mache es. So, Freunde, aber wir schneiden es erst einmal auf. Ist ja wieder schön hier mit Tesaband. Das gefällt mir an Lego. So, nicht in den Karton schneiden. Da, da, da. Karton geht auf. Und ihr dürft natürlich als Erste wieder reinschauen. So, da. Und wir merken, dass wahrscheinlich im Karton viel Luft ist. Boing. Oh ja, eine graue Baseplate. Das hatten wir ja bei der Polizeistation auch schon. Das Video dazu findet ihr natürlich oben in der Ecke. Da ist die Platte. Wie gesagt, die tausche ich wieder aus gegen eine grüne. Ich habe da so ein Faible, ich mag die grünen einfach. Ich lege sie schon mal raus.
So, nicht, dass ihr euch wundert, ne? Wo hat er die her? So, und dann haben wir hier 12, 13, 11, 8, 11. Ach, wir zählen einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Tüten. Und wer aufgepasst hat, war, dass wir hier 14 als höchste Nummer hatten. Es waren, glaube ich, 19 oder 20 Tüten. Das zeige ich euch aber nochmal unten eingeblendet, denn der feine Herr neigt dazu, sich zu verzählen, wenn er aufgeregt ist. Und ich bin wirklich aufgeregt. Ich freue mich wirklich auf dieses Modular. So, da haben wir die Anleitung, auch in so einem schönen, glänzenden Schwarz. Hatte ich jetzt ja neulich beim Daily Bugle auch. Da habe ich immer ein bisschen Angst, dass die Fettflecke meiner Finger da irgendwie drauf bleiben, die Patscher. So, da sehen wir das Hotel. Da sehen wir das ganze Team hinter den Modulars, finde ich nice. Und ein Anderson Ward Group hat das Set designt. Finde ich cool. Liebe Grüße an dich, Anderson. So, dann sehen wir, für den untersten Teil brauchen wir 7 Tüten, für den oberen Mittelstock dann 3 und für den Abschluss dann 4. Teiletrenner, wie man ihn benutzt, finde ich gut. Ich meine, es ist ein 18-Plus-Set, da wird nicht so viel erklärt wie bei den Kindersets, sage ich es mal. Oh, richtig cool hier, kleine Anmerkung, finde ich nice, finde ich nice. Und dann mal schauen, was haben wir hier dann am Ende. Haben wir auf der Seite 289 quasi den letzten, ja nicht Bauschritt, da ist es schon fertig. Der letzte Bauschritt vom Gebäude ist dann die 443 auf der Seite 258 und dann bauen wir dieses kleine Kaffeewegechen, finde ich nice. Sowas ähnliches gab es ja neulich als GWP, aber so kleine Ständchen, glaube ich, die kann man nie genug haben, gerade für seine City. Wenn man Citybauer ist, dann mag man so kleine Sachen, die das Leben in der Stadt noch ein bisschen aufpeppen. Ja, und dann die letzten Seiten, ihr kennt es ja, ne? Bewerte uns und die Teileübersicht. Und hier nochmal der Serviervorschlag. Ja, Freunde, ich werde jetzt mich ransetzen, dieses tolle Gebäude zu bauen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei den Fakten und freue mich dann, euch gleich quasi beim Review wiederzusehen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und Freunde, wenn wir hier ein Hotel bauen, dann sollten sich die Fakten natürlich auch rund um die Hotellerie bzw. um Mythen rund um Hotels sich drehen. Viele Leute lassen ja ab und zu aus Versehen, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber ich mache hier Anführungszeichen in der Luft, Bademäntel und vor allem Handtücher aus Hotels mitgehen. Wahrscheinlich, weil jeder denkt, ach, da passiert mir nichts, da werde ich schon nicht verklagt. Aber Obacht, in den USA, genauer in Miami, gibt es einen Hersteller für Tracking-Chips, die in Handtücher und Bademäntel eingenäht werden können. Hotels in Australien und Großbritannien haben diese auch schon verbaut, wieder Anführungszeichen. Und siehe da, es hagelte dann für die Gäste dieser Hotels Klagen. Also beim nächsten Hotelbesuch aufpassen. Die kleinen Fläschchen mit Shampoo und Duschgel, die dürft ihr auf jeden Fall mitnehmen, denn meistens werden sie sowieso beim Reinigen weggeschmissen, was ich übrigens nicht sehr nachhaltig finde. Kennt ihr eigentlich meine Lieblingszahl, die 13? Das habe ich bestimmt schon mal in einem ein oder anderen Video oder Stream erwähnt. Aber ihr kennt doch bestimmt auch den Mythos, dass es in Hotels kein Stockwerk 13 oder Zimmer mit der Nummer 13 gibt. Aber auch hier, Obacht, der Mythos stammt nur teilweise. Die Zahl 13 gilt nach einem recht weit verbreiteten Aberglauben in vielen Kulturen und Gesellschaften tatsächlich als Pechzahl. Deshalb gibt es einige Hotels, die den 13. Stock überspringen und einfach die 14 auf die 12 folgen lassen. Andere nutzen die 13. Etage für verschiedene Einrichtungen, nach der sie diese dann bezeichnen, zum Beispiel für das Restaurant. Auch die Zimmernummer 13 wird in manchen Hotels nicht vergeben bzw. vermieden. In anderen Kulturkreisen gilt Ähnliches allerdings für andere Zahlen. So ist in Italien die 17 eine Unglückszahl, weshalb sie dort gemieden wird. In China gilt hingegen die 4 als die Zahl des Todes. Auch die Kombination dieser mit anderen Ziffern kann durchaus problematisch gesehen werden. Deshalb werden diese Zahlen von Hotels dort stellenweise nicht für Räumlichkeiten verwendet. Wenn ihr Angst vor der Zahl 13 habt, dann leidet ihr übrigens an Triskiadekophobie.
Das ist ein schweres Wort, ich blende es euch mal hier ein. Das ist die Angst vor der Zahl 13. In einer großen Ausprägung wird es sogar offiziell als Angststörung anerkannt und ihr seid krank. Habt ihr auch geglaubt, dass die Sterne eines Hotels eine objektive Bewertungsskala sind? Mitnichten. Einige Urlauber gehen davon aus, dass Hotels ohne Sterne automatisch schlecht seien. Das stimmt jedoch nicht, denn die Sternevergabe in Deutschland ist freiwillig und die Teilnahme ist oft mit Kosten für das Hotel verbunden. Daher verzichtet circa ein Drittel der Hotels in Deutschland auf die Klassifizierung, die für jeweils 3 Jahre gültig ist. Anderswo kann eine Klassifizierung jedoch sogar Pflicht sein. Für Österreich und in der Schweiz gelten ähnliche Regelungen. Hinzu kommt aber auch, dass Sterne nur etwas über den Standard des Hotels aussagen, nicht aber über seine Qualität. So kann zum Beispiel ein Hotel, dessen Rezeption keine 24 Stunden besetzt ist, in Deutschland nie mehr als 3 Sterne bekommen. Es wird immer empfohlen, auch Hotelbewertungen aus dem Internet oder oft auch auf den eigenen Seiten der Hotels mit in die eigene Bewertung mit einzubeziehen. Zudem sind die Kriterien für Hotelsterne mitunter von Land zu Land unterschiedlich. Dies ist die sogenannte Landeskategorie. Manche europäische Länder, darunter Deutschland, haben sich jedoch zu einem einheitlichen System zusammengeschlossen, aber halt nicht alle. Lustigerweise gibt es einige Mindeststandards für 5-Sterne-Hotels rund um die Welt. In den Vereinigten Staaten von Amerika muss es in einem 5-Sterne-Hotel eine Eismaschine auf dem Zimmer geben. In Griechenland sind hingegen 2 Vorhänge zwingend notwendig. Also 2 Vorhänge oder eine Eismaschine. Ich würde die Eismaschine nehmen. Währenddessen ist es in Frankreich unverzichtbar, dass man ein Bidet auf dem Zimmer hat. Und in Deutschland müssen Gäste personalisiert mit einem Präsent oder Blumen auf dem Zimmer begrüßt werden. Wurde ich noch nie. Ich war auch noch nie in einem 5-Sterne-Hotel. Ich habe höchstens mal bei Monopoly ein 5-Sterne-Hotel besessen. Lassen wir das. Externe Gäste sind im Hotelzimmer generell nicht gestattet? Nö. Für einen kurzen Besuch auf dem Zimmer sind externe Gäste durchaus willkommen. Übernachtungen nicht registrierter Besucher sind allerdings meist schon durch die Geschäftsbedingungen im Hotel verboten. Auf jeden Fall müssen Übernachtungsgäste beim Hotel angemeldet werden. Dieses kann dann entscheiden, ob Besuch gegen einen Aufpreis über Nacht bleiben darf. Ähnlich verhält es sich mit der Nutzung der Einrichtung. So sollte das Hotel über Besucher, die duschen wollen, vorab informiert werden. Auch wenn der Aufenthalt im Hotel pro Zimmer bezahlt würde, dürfen nur die vorher angegebenen Personen dort übernachten, damit das Hotelpersonal im Notfall über die Belegung der Zimmer informiert ist. Ja, sicherlich ist es anders in Stundenhotels, aber lassen wir das. Ja, Freunde, das waren ein paar Mythen und Fakten rund um das Thema Hotel. Und ich muss echt sagen, ich habe mal wieder richtig Lust, das Spiel Hotel zu spielen. Das hat mir als Kind richtig Spaß gemacht. Ich war da richtig ein Hotel-Mogul. Bei Monopoly habe ich es mit Hotel nicht ganz so. Deswegen habe ich die Volkswagen Edition von Monopoly. Denn da baut man keine Hotels, da baut man Garagen, da läuft es dann wiederum besser. In diesem Sinne, Freunde, euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Boutique Hotel von Lego. 4,5 Stunden später ist es fertig, unser Boutique Hotel, die 10297. 3066 Steinchen für 199 Euro, das müssen so 6,5 Cent pro Teil sein. Aber diese Rechnung macht sie für mich eh nicht auf, denn es ist für mich ein Day-One-Kauf. Lego hat ja mit diesen Modulars eine tolle Serie geschaffen, seit 15 Jahren. Viele Hersteller machen es mittlerweile nach, beziehungsweise stellen auch welche her. Und viele von euch da draußen als Mocker designen ja auch Modulars. Dafür meinen Hut möchte ich ziehen, also für eure Designleistung und Lego für diese tolle Idee dieser Modulars. Ich sage ja immer für mich intern Puppenhäuser für Erwachsene. Freunde, das Gebäude ist mal was Neues, es ist ein Hotel, es hat sowas von Côte d'Azur, von Athlon, es hat eine andere Form, so trapezmäßig, es hört hier hinten auf, man kann also an 2 Ecken was dran machen, ein Eckgebäude, aber trotzdem mit einer Gasse irgendwie. Es hat für mich tolle Farben, dieses Cocktailsoßenfarbige, dieses Grün und natürlich dieses Dark Tan, das gefällt mir alles, das Dark Orange, Nougat und so weiter, einfach tolle Farben. Und auch die Palme, die im Vorfeld ja oft kritisiert wurde, gefällt mir, wobei man natürlich vielleicht hier hätte dunklere Farben nehmen können für die Blätter, aber ich denke, viele von euch haben auch diese dunklen Blattelemente, kann man austauschen, dann wirkt es etwas europäischer. Denn mal ganz ehrlich,
auf so einer Hotelterrasse 5 Sterne steht auch mal vielleicht so eine eingekübelte Mini-Palme. Ich habe sowas schon gesehen. Auch wenn ich noch nie in einem 5-Sterne-Hotel war, aber im 4-Sterne-Hotel steht sowas auch ab und zu mal rum. Ja, es ist ein schönes Hotel mit wenig Zimmern, das kann ich euch schon mal als Spoiler sagen. Es hat nicht so viele Zimmer, wie man erwarten würde. Ich persönlich finde, das Hotel schreit danach, dass man hier noch persönlich 1, 2 Stockwerke aufbaut, aufmockt. Das müsste eigentlich gehen. Ist vielleicht ein Projekt für die Zukunft, halten wir uns mal offen. Ich zeige das Hotel euch jetzt einmal ganz kurz und natürlich nicht zu vergessen das kleine Künstlerbüröchen, das Atelier. Hier von vorne ganz schön dieser metallene Eingang mit diesen Schläuchen, wie wir sie kennen früher von Space, mit natürlich den Handschellen so als, ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, Metallstück, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, diese Geländer auch hier richtig toll, die beiden Lampen, ich glaube, beleuchtet sieht dieses Set auch ganz cool aus, kann ich mir gut vorstellen, mit LEDs da rein, die kleine Minibar hier, das viele Grün an den Fenstern, richtig schön, dieser große Erker, dieses kleine Minitürmchen, der Eingang, schön in Braun und die kleinen Blümchen unten. Also ein tolles Gebäude, gefällt mir richtig gut. Ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Etagen so grob und dann holen wir nachher die Endoskopkamera und schauen uns die Räume einmal genauer an. So, dann hier das Dach mit schönen Schlangenelementen, auch wieder dieser Metallstuck, ich weiß nicht, wie man das nennt, sind halt schwarze Schlangen, finde ich cool. Die Oberlichter auch ganz nice, sind ein bisschen zerkratzt, wie eigentlich alle Transclear-Teile Lego. Das könnt ihr eigentlich besser, packt die bitte besser ein. Das kann man vielleicht von Mold King oder so erwarten, aber bitte nicht von euch bei dem Preis. Bitte, das würde ich mir gerne anders wünschen. Es fällt gar nicht so auf, weil es innen drinne dunkel ist, aber hier oben geht es Gott sei Dank noch, aber das möchte man einfach nicht für den Preis. Ja, dann diese kleine Kuppel mit diesem kleinen Skistock als Kreuz, finde ich ganz cool. Auch schön hier diese Belüftung auf den Wedges, auf den Hinges. Und hier unten dann rote Elemente, diese Ecksteinchen. Ja, das zieht Lego durch, zeige ich euch aber gleich nochmal. So, das war das Dach. Dann haben wir die Präsidenten-Suite oder die Excelsior-Suite oder die Hochzeitssuite, wie auch immer. Auch ganz schön, da seht ihr die tolle Form. Wir sehen schöne kleine Elemente. Es sieht richtig nice aus. Wie gesagt, wir flitzen dann nachher noch mit der Endoskopkamera durch. Hier außen dann auch diese schönen Blumenkästen. Richtig edel. Das sieht aus nach Paris oder Mailand oder Rom. Richtig cool. Oder Wien oder. Denkt euch eine Stadt aus. Und auch hier unten dann wieder mit blauen Eckelement. Lego macht es uns da bunt. Ich finde das gut. Das Leben ist bunt. Dann kommen wir hier zu den günstigeren Zimmern. Es sind nur 2, zählt mit. Bis jetzt haben wir dann nämlich 3 Zimmer. Hier schön eine Schriftsteller-Suite, würde ich sagen, und eine Besenkammer-Suite, wo nur ein Bett drin ist. Ganz schön dann hier diese Cocktailsoßenfarbe und ihr seht auch da die zerkratzten Fenster. Vielleicht kann man es hier sehen, da ist eine große Macke drauf. Und auch schön diese gebogenen Elemente, diese Slopes und oben diese rosa Radkästen, einfach für die Fenster richtig nice. Und dann hier dieser kleine Erker wieder schön mit den kleinen Fensterelementen und die Fahnen, die zu einem Hotel dazugehören, hier in knallrot, es beißt sich ein bisschen mit diesen Pastellfarben sonst und hier wieder die typischen Handschellen so als Brüstung. Und von unten hier auch wieder ein bisschen blau, ne? Das gehört einfach dazu. Königsblau für ein königliches Hotel. Ja, dann haben wir hier unten die Grundebene, nämlich hier die Lobby. Wir sehen hier schon mal, ein kleiner Spoiler, wir haben 4 Schlüssel für 3 Zimmer. Finde ich ziemlich lustig, da hängen sie. Aber schaut euch an, auch hier die Blumenkästen mit diesen rosa Blümchen, finde ich gut. Hier außen dieses Metallene, das Geschwommene, das Haar für Hotel wahrscheinlich, die typische weiße Laterne und hier das Buch auf der Rezeption zum Eintragen. Natürlich hat dieses Set, wie alle diese Sets in der Kategorie, keine Sticker. Ganz cool, kann ich euch jetzt schon mal zeigen, ist hier auch das Geländer. Das ist nämlich eine schwarze Peitsche, das gefällt mir richtig gut. Das Ledersofa, das kennen wir alle. Wir haben uns alle schon mal in der Lobby auf irgendwelche Sofas gefläzt. Und dann hier natürlich der Aufgang zur kleinen Terrasse und hier die Poster-Plakate für das Atelier. Können wir nämlich auch abnehmen. Halt, natürlich ganz wichtig, hier unten noch die Mülltonne, da kommen wir später nochmal dazu. Ja, dann haben wir hier halt die Terrasse, die wir abnehmen können mit der berühmten Palme. Wie gesagt, wenn euch die Farben stören an der Palme, tauscht die Blätter einfach aus. Und da haben wir das Schild für das Künstleratelier. Könnte man auch eine Bar rausmachen für El Cubo Fine Art. So,
Und hier haben wir das El Cubo, da haben wir Kunst drinne, das kann man so gut nicht erkennen, das zeige ich euch gleich mit der Endoskopkamera. Hier haben wir so ein schwarz-weiß-rot-blaues Bild. Ich muss mal gucken, ob ich es abkriege. Hier, ja, ich habe es auseinandergenommen, da fehlt noch ein bisschen Rot. Das ist, meine ich, ein spanischer Künstler. Suche ich euch noch raus, blende ich euch unten ein. Und hier haben wir eine weiße eine durchsichtige Kristallskulptur und hier drinnen noch eine schwarze Skulptur. Da kommen wir aber auch später zu. Ja, ich blende es euch einmal noch hier ganz einmal so im Kreise um das Gebäude und dann flitzen wir gleich mit der Endoskopkamera nochmal da durch und schauen uns die Details an. Nicht wundern, nochmal als Nachtrag, ich baue die Modulars immer gerne auf die grünen Baseplates von Lego. Hier im Set war natürlich eine graue, wie auch bei der Police Station. So, wir bauen einmal kurz um und dann geht's in Details, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, da haben wir das Boutique Hotel in seiner ganzen Pracht noch einmal versprochen, hier mit der Endoskopkamera. Und irgendwie mit der Endoskopkamera wirkt das Gebäude auch noch mal viel größer. Bevor wir aber starten, Freunde, schaut euch noch mal hier an meine kleine Leuchtwand. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, einen Kommentar da lasst und vielleicht klickt ihr ja auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Da unten sehen wir die Minifiguren, aber zu denen kommen wir später. Schauen wir uns jetzt erst einmal das Gebäude an. Und ganz cool am Anfang schon finde ich hier dieses kleine Hinweisschild, das heute in der Music Hall Saxophon gespielt wird, oder beziehungsweise Andy Sachs da ist, der Saxophonspieler. Richtig cool, ganz nice hier auch. Schön die Post-its und was ich gerade sehe, es ist nicht so schön mit der Endoskopkamera, dass man hier so die Flusen sieht. Nehmen wir sie mal weg. Fangen wir mal mit dem Kunstbüro an. Vielleicht der kontroverseste Teil. Ich weiß, meine Freundin, die mitgebaut hat an diesem Gebäude, fand das nicht so schön, aber mir gefällt es ganz gut. Ich mag das Blau, das gefällt mir, das hat einfach ein bisschen mal Farbe reinkommt. Hier haben wir so einen kleinen Brunnen, den finde ich auch ganz nice, richtig schön gelöst. Und ihr seht hier, wenn wir durch das Schaufenster gucken, ein schönes Porträt und dieses Kristallornament, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Ihr seht aber auch ein bisschen die Kratzer. Jetzt, ja, hier geht es eigentlich einigermaßen, aber da kommen wir noch später zu. Machen wir mal die Tür auf hier. Großen Finger und gehen mal rein, wie ein Lego-Männchen reingehen würde. Und da sehen wir hier den Tisch, wo dann der Künstler sitzt. Da haben wir das Kristallornament und das Bild da hinten. Gehen wir durch, ist aber nicht so schön mit der Kamera. Da verstecken wir bald, bleiben stecken. Hier die Palme mit diesen schönen Elementen. Die Fassade von außen noch mal ganz kurz abgefilmt. Hier ganz schön der Print mit dem Haar und diese geschwungenen Elemente mit der Tür, ganz schön. Und hier oben sehen wir dann die Spitze nochmal. Und vielleicht sehen wir hier ein bisschen die Kratzer. Naja, da sieht man es nicht ganz so gut, aber ich schaue mal auf der anderen Seite, da sieht man es besser. Da haben wir ein paar, da haben wir hier zum Beispiel ziemlich vermackte Fenster. Da sehen wir einen großen Kratzer und das geht dann noch so weiter. Also wir haben da wirklich ein bisschen, ja, used Look an den Fenstern, sagen wir es mal so. Nicht bei allen, aber hier, der stört mich schon ein bisschen. Naja, geschenkt, das passiert immer wieder. Wir haben es jetzt angesprochen, mehr können wir nicht machen. Und von außen nochmal hier die Fassade. Da sehen wir unten dieses Nougat, oben dieses, ja, ich sage Cocktailsoße und dann Weiß und Dark 10. Und von der Ecke hier sicherlich am schmucklosesten, aber da kann man sich schön eine kleine Geschichte einer Gasse weiterspielen. Und hier dann die Fassade von dem kleinen Büro, von Kunstatelier. Aber ganz wichtig ist hier, da ist noch eine Kiste, da ist aber nichts drin. Viel cooler ist aber hier dieses weiße Croissant, was ich euch vorhin schon angeteasert habe. So, aber viel wichtiger ist ja, und das habe ich euch gesagt, was ist in der Bude drin? Wir nehmen das Dach ab. So. Und dann leuchten wir rein und gehen nochmal genau auf das Gebäude ein. Hier haben wir die große Suite, die Presidential Suite. Ich habe es euch gesagt. Und am coolsten fand ich da und finde ich immer noch die Nasszelle. Wir haben hier die Kloschüssel mit Spiegelchen bzw. Fenster nach draußen. Wir haben hier den Klorollenhalter. Wir haben hier, ja, pinkes von Dior Duschgel vielleicht. Da ist die Badewanne. Ich würde sagen, es ist eine Badewanne. Und dann haben wir hier das Waschbecken und den Spiegel. Alles Prinz und die Tür natürlich hier, bla bla. Das ist klar. Dann haben wir hier die Treppe. Da können wir jetzt mal mit der Kamera ein bisschen runtergehen. Das ist die
Treppe und schon sind wir im anderen Stockwerk. Wollen wir aber nicht, denn wir wollen uns ja ein bisschen hier die Suite angucken. Da haben wir den Schrank mit den Türen. Ich habe euch gesagt, die gehen immer auf. Hier unten schönes, dunkles Holz mit den Griffen für die Kommoden, finde ich gut. Diesen schönen, schwarzen, schweren Ledersessel, der auch in einer Chicago, einer Bank in Amerika stehen könnte. Wir haben diese Lampenschirme hier oben, das sieht man jetzt nicht so ganz, die sind weiß, sie sind aber eigentlich türkis, also sie kommen durch die Kamera, durch das Licht in weiß rüber. Dann die Schokolade hier, das gefällt mir ganz gut. Wir regeln mal ein bisschen das Licht runter, seht ihr da, die sind türkis, das finde ich ganz cool. Das Farbspiel mit der Decke hier, da 2 Stück. Dann, wie gesagt, die Schokolade, hier diese Champagner- oder Heineken-Flasche, wie auch immer ihr wollt. Ich drehe das Gebäude mal, dann brauche ich die Kamera nicht rumfahren. Dann hier der Fernseher, den ich euch vorhin schon gezeigt habe mit JF Kennedy oder JF Block City, wie auch immer. Wir haben diesen Lampenschirm mit diesem 2x2er Round Brick und dann diesen wunderschönen Ausblick hier durch diesen Erker, durch den Balkon. Richtig nice, also richtig cool. Hier, hallo, das bin ich. Ja, also diese Suite hier oben, die gefällt mir richtig gut. Diese Präsidentensuite, diese Hochzeitssuite, richtig cool. Aber auch cool ist halt hier die zweite Ebene von unten gesehen. Die erste dann natürlich, dass wir hier dieses Schriftstellerbüro haben oder ja, Schriftstellerzimmerchen. Das ist ja ein Hotel. Da haben wir einen schwarzen Stuhl, ganz schön, beziehungsweise dunkelbraun. Wir haben hier natürlich den Platz, the place to be, wo halt geschrieben wird, die Geschichte, auch ganz cool gemacht hier mit so einem Leiterelement. Ihr kennt das vielleicht von früher noch von den 4 noppenbreiten Autos, da war das oft der Kühlergrill. Hier als Stuhl gemacht, ganz cool. Auch diese schweren, mit grüner Emaille bedeckten Lampen hier, die kennen wir auch alle so aus den 20er Jahren. Und dann haben wir hier den nächsten Schrank, der seine Klappe nicht halten kann. Ich wiederhole mich da ganz gerne. Und ja, das Bett. Auch schön gelöst hier mit so einer kleinen Kappe, auch so Glas-Emaille-mäßig mit dieser grünen Bettdecke kennen wir auch. Sieht fast ein bisschen aus wie ein Feldbett. Und dann, ja, wird es ganz ärmlich. Hier haben wir nur ein Stück Scheiblettenkäse als Teppichvorleger. Nein, natürlich eine 2x mit 2x4er Fliese. Ein kleines Bett hier mit rotem Bezug. Eine kleine Lampe mit klitzekleinen Nachttischchen. Finde ich richtig süß gemacht. Hier einfach Brick Modified, das gefällt mir. Ein schönes Bild, das kennen wir, die Brücke haben wir schon in anderen Gebäuden gesehen. Und dann dieser schöne Schrank, diese Schrank-Schreibtisch-Kombination mit diesen gerade schon von mir erwähnten Roboterarmen. Gefällt mir richtig gut. Und hier, wenn man von außen auch mal reinguckt, das gefällt mir, ach, herrlich. Also diese Ideen sind wirklich nice. Da hat der Designer richtig was Schönes geliefert. Aber es ist ja auch kein unbekannter Designer, der hat ja schon einiges erstellt für Lego. Und jetzt hier das vielleicht Spannendste, weil hier steppt der Bär eigentlich in einem Hotel. Die Rezeption, hier sind diese 4 Schlüssel für diese 3 Zimmer, finde ich ziemlich lustig. Wir haben so ein schönes oldschool schwarzes Bakelit-Telefon, würde ich fast sagen. Wir haben hier ganz wichtig die Glocke, ding, 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 ding. Und wir haben hier die Leute, die eingecheckt haben. Und wen haben wir da? Wir haben, ich muss mal kurz gucken, was es scharf stellt, Meet Mini oder Maple Mini. Ich kann es gar nicht so richtig lesen, trotz der Kamera, vielleicht wackelig zu sehen, aber da steht einfach Mini und unten Joe und so weiter. Sind ja wahrscheinlich eh alles nur Pseudonyme, kennen wir ja. Dann haben wir auch so einen typischen, ja, wie soll man sagen, Travel Guide, würde ich sagen, wo man wahrscheinlich die Flyer kriegt, wo die nächste Bustour ist oder welches Restaurant am Strand gerade das günstigste Meal hat. Oder es soll Kunst sein, wer weiß es schon. Was ich ein bisschen lustig finde, ist hier die Ecke. Da kann man wahrscheinlich den Trolley reinstellen, das mache ich mal. Ich will es mal versuchen, ob das so geht. Der kommt da vielleicht rein, dass man so spielen kann, dass der Page da so aus dem Eck rauskommt. Oder man macht hier eine Harry Potter Besenkammer-Suite noch rein, eine kleine, oder stellt irgendwas ab. Ich stelle noch mal eine Minifigur dahin, wahrscheinlich kann man das hier so dann spielen, dass der Typ dann mit dem Trolley von den Koffern aus der Ecke kommt und auf der anderen Seite hier ist dann halt noch irgendwie ein angedachtes Gebäude, das zum Hotel gehört. Also finde ich ganz lustig, auch wenn es ein bisschen verschenkter Raum ist, aber verschenkter Raum ist in Modular ja eigentlich mehr Platz für euch, für eure Gedanken. Dann haben wir hier auch ganz nice so eine Uhr, finde ich cool, richtig schön oldschool. Meine Oma hatte so eine zum Aufziehen mit so einem Schlüsselchen. Die Vase finde ich auch ganz nett hier, eine schöne große Ming-Vase wahrscheinlich oder kretaisch, griechisch. Darf ich mir gar nicht vorstellen, denn ich bin so jemand, der sowas oft umschmeißt. Dann haben wir hier die Tür.
Und da haben wir auch wieder Fussel. Ach Freunde, ich darf nicht auf meinen Bauflies bauen, das fusselt sehr. Und hier das Highlight, die große Couch, ich habe es euch schon gesagt, richtig schön, die lädt richtig aus zum Verweilen. Und hier unten dieses schöne Sternmuster, das quasi symbolisiert, hier ist der Mittelpunkt des Hotels, hier spielt das Leben. Und überall auch Jumper Plates, wo wir Figuren hinstellen können. Es wirkt ein bisschen leer, aber so ein Hotellobby lebt von Minifiguren, da müssen Figuren natürlich rein. So, nochmal ganz kurz Kamera von außen vom Gebäude, bevor wir dann oben auf die Terrasse gehen. Mir gefällt das, Freunde. Ach, vor allen Dingen auch hier diese Backsteinoptik mit diesen unterbrochenen, mit diesen 1x2ern in rund, ihr kennt sie, gefällt mir richtig gut. Und dann halt diese Brick-Elemente, diese Bricksteine, richtig cool in diesen schönen Farben. Mal was anderes, dieses Nougat bzw. Orange, Hammer. Ja, jetzt kommen wir aber hier die Treppe hoch und schlürfen dann wahrscheinlich unseren Cocktail hier auf der Terrasse. Hier sind so 2 Stehtische, richtig cool. Da ist der Barkeeper würde da was anmixen. Wir haben leider keinen Barkeeper, wahrscheinlich wäre es auch wieder der Herr hier, den wir auch aufnoppen können. Er kreiert uns dann einen Kir Royal oder einen Champagner oder einen Cosmo oder. Ganz nice auch hier dieses kleine Fensterchen, das so ein bisschen italienisch anmutet. Das Fenster zum Hof und da oben haben wir nochmal ein bisschen Grünzeug. Da haben wir die Mülltonne und da haben wir dieses schöne Fensterchen. Und diese tolle Palme, die mir richtig gut gefällt. Ich weiß, viele mögen die Farbe nicht, aber ich mag auch diese Idee dieser Bautechnik und natürlich diesen schönen Topf. Und hier natürlich nochmal El Cubo Fine Art. Und da gehen wir jetzt rein. Ich hatte es euch angedeutet. Wir nehmen die Terrasse ab und dann gehen wir in das kleine Kunstatelier. Und wir sehen hier schon, ja, einen Papagei oder ein abstraktes Gesicht. Finde ich richtig cool. Sieht lustig aus. Hier haben wir diesen schwarzen Hut. Das kann man ganz schlecht sehen. Es ist dunkel. Auch wieder auf einen 2x2 Roundbrick und dann einen Zylinder. Auch eine Hommage an ein anderes Lego-Set. Und hier dann diese Kristallskulptur mit dem Brick Modified. Richtig cool. Quasi ein durchsichtiger Borg-Kubus. Dann hier ist der Stuhl, das habe ich euch gesagt, wo halt dann der Künstler sitzt und seine Kunstwerke verkauft wahrscheinlich. Und da ist dieses Bild dieses spanischen Künstlers, was ich euch irgendwie noch drunter schreiben werde. Ich habe es euch gesagt. Mein Zahnarzt, der hatte so einen Druck dieses Bildes in seiner Praxis oder eines dieser Bilder, finde ich richtig cool. Wobei es könnte eigentlich auch ein Plakat sein von United Colors of Benetton von früher, wenn ihr es noch kennt. Und dann ist hier dieses Bild. Das muss ich mal rausnehmen. Ist, glaube ich, auch ein Verkaufsständer, den man dann hier draußen hinstellen kann. Vielleicht. Ich würde es machen vor dem Brunnen und da sehen wir dann nochmal hier diese abstrakte, was ist das, eine Dame, eine Roboterdame, unten ist irgendwie so ein Schlepper mit einer Zange und dann ein Arm. Also ja, Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters. Meine Schwester als Kunstwissenschaftlerin, die könnte mir bestimmt sagen, was das ist. Es ist halt eine bedruckte Lego-Fliese. Ja, dann hier die Farbe. Mir gefällt es. Meine Freundin hat gesagt, ihr gefällt es nicht, weil hier der Übergang von diesem Türkis oder Azur zu diesem Blau und dann, nee, aber mir gefällt es. Aber ich wollte euch die Meinung meiner Freundin auf jeden Fall auch noch kundtun, denn sie hat ja stark mit an diesem Gebäude gebaut. Wie gesagt, für uns sind solche Sets immer Highlights. Danke dafür, Lego. Aber großes Highlight für mich ist hier diese schöne Plakatwand und da Ace, ne, auch kennt ihr irgendwo her wahrscheinlich. Will ich euch jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, welcher Detektiv hier gemeint ist. Und Box Lessons, ach, da gibt es so viele tolle kleine Easter Eggs. Ich will gar nicht alle verraten. Wir bauen jetzt kurz das Hotelchen wieder zusammen. Könnt ihr noch bei zuschauen hier mit unserer Endoskop-Kamera. Endlich kommt ihr mal wieder zum Einsatz. Gibt immer ein bisschen wackelige Bilder, aber so kommt man besser in die Gebäude einfach rein und kann euch einen gewissen Eindruck vermitteln. Hier nochmal kurz das Portal. So geht man ins Hotel rein mit diesem schönen Haar. Gefällt mir einfach. Und hier dann der Gang hoch zu der Terrasse, die jetzt gerade noch gleich aufgebaut wird. Das macht der Herr mal selber. Ich glaube wirklich, dass sich bei diesem Gebäude auch wieder ein schönes Light-Kit anbieten wird. Da wird sicherlich auch bald eins geben, denn das lebt vom Licht. Wir haben hier draußen ja auch diese Lichter, ich habe es euch gerade schon gesagt. Ich glaube, so ein Modular nochmal zu beleuchten, das bringt gerade dieses Modular noch mal eine Stufe höher. Ja, ist ein bisschen unscharf, die Kamera will jetzt nicht so, aber wir gehen, jetzt, da ist es wieder scharf. So, da ist das Gebäude und oben hier mit der Spitze. Dann nochmal diese berühmte Form, richtig
schön. Ja, berühmt nicht, aber was dieses Gebäude halt anders macht. Jetzt schieben wir es nochmal ganz kurz nach hinten und dann zeige ich euch nochmal kurz die Sachen, die hier noch dabei sind. Hier dieser Trolley, wo die Leute dann ihr Gepäck reinpacken, ihre Köfferchen und dann hier in das Hotel reingehen. Und die Minifiguren, die wir euch aber jetzt nur mal kurz im Schnelldurchlauf zeigen, denn sie gibt es gleich nochmal als Fotos. Richtig schön ausgeleuchtet, richtig nice. 7 Minifiguren. So ein Modular braucht immer Figuren. Das finde ich richtig cool. Und mein Highlight ist hier dieser Kaffeeverkäufer. Schaut ihn euch an. Ein cooler Dude. Ja, und ganz versteckt hier in meinem Regal gibt es noch einen coolen Dude. Ich fahre mal kurz hin. Ich muss aufstehen. Er spielt da gerade Basketball. Kennt ihr ihn? Ah, ich zeige ihn euch mal. Der liebe Herr Blockstar. Ja, Freunde, das war jetzt aber das Endoskop-Review von dem Boutique-Hotel. Wir sehen uns gleich nochmal wieder mit den Fotos der Minifiguren und mit meinen Abschlussworten. Freunde, wie versprochen, die Minifiguren hier links, den Trolley-Fahrer würde ich sagen, und rechts die nette Dame an der Rezeption. Von vorne bis hinten schöne Prints. Hier haben wir den Kaffeeverkäufer, ganz süß finde ich, die kleine Lego dampfende Tasse auf seiner Latzhose, ein schöner kleiner Wagen, einfach herrlich, ich mag solche Gimmicks, ich habe es ja schon gesagt, und hier auch wieder vorne wie hinten bedruckt. Ja, hier links haben wir einen Engländer, würde ich sagen, wegen der Melone, dann haben wir die Dame hier, die Künstlerin mit dem gelben Oberteil und 2 Touristen mit Accessoires, auch wieder hier vorne wie hinten Prinz. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende, aber hey, ich habe ja genug Videos hier auf dem Kanal. Vielleicht gibt es das ein oder andere Video, was euch noch interessiert. Ich war sehr interessiert hier an dem Boutique Hotel. Es ist wieder etwas länger geworden, das Video, aber es gibt halt hier so eine Menge zu erzählen und ich habe nur am Rande gekratzt, denn ich betone nochmal, schaut mal die vielen Post-its hier in der Anleitung, das steht alles für irgendein Easter Egg, für irgendeine kleine Geschichte, die in diesem Modular versteckt ist. Also kann ich euch nur empfehlen, das Set ist wirklich eine kleine Hommage an die ganze Reihe. Wie gesagt, 15 Jahre gibt es jetzt schon Modulars. Und passend dazu habe ich euch mal hier die Police Station von 2021 daneben gestellt. So haben wir 2021, 2022. So könnt ihr auch ein bisschen die Größe einordnen. Das Video zu der Polizeistation findet ihr natürlich oben im Eck. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und dann, last but not least, wir haben auch hier wieder so ein ganzes Beutelchen an kleinen Steinchen über, sogar auch ein bisschen größere sind dabei und auch ein paar kleine mini bedruckte Flieschen, ihr kennt das ja. Also ich denke mal so 20 Steinchen sind auch noch mal übergeblieben, 15, 20, irgendwie so. Keine Ahnung, kann man immer bei diesen kleinen Dots-Dingern nicht so richtig einschätzen, aber hey, man hat noch was auf der Gabel, finde ich gut. Also, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Schreibt mir bitte mal eure Meinung zu dem Modular unten in die Kommentare. Da brenne ich immer drauf. Das wisst ihr, das ist mein Antrieb, warum ich diesen Quatsch überhaupt mache. In diesem Sinne, Freunde, vielleicht habt ihr euren Urlaub schon gebucht für Frühjahr, Sommer. Vielleicht sehen wir uns dann an irgendeinem Strand. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.